Mein Name ist Katrin Langsiepen und ich kämpfe für ein Europa, in dem alle teilhaben können. Als ich ins Europäische Parlament einzog, war ich die einzige Frau mit Behinderung. Jetzt sind wir 3 Frauen mit Behinderung im ganzen Parlament. Unter 705 Abgeordneten in diesem Hohen Haus. Das kann nicht sein. Das Problem heißt Ableismus und bedeutet strukturelle Behindertenfeindlichkeit. Und diese finden wir überall. Ich reise durch alle EU-Länder, um hinzuschauen, um zuzuhören. Denn behinderte Menschen wissen ganz genau, was sie brauchen. Zum Beispiel in Tschechien. Hier bekommt man nur 6 Stunden Assistenz am Tag. Ein Tag hat aber überall in der EU 24 Stunden. Entweder ist man also von der Familie abhängig oder muss in eine Einrichtung. Auch bei der Arbeit werden Menschen mit Behinderung ausgegrenzt. Häufig arbeiten sie in Behindertenwerkstätten ohne Arbeitsvertrag und Mindestlohn. Ich bin nicht länger bereit zu tolerieren, wie Menschen mit Behinderung als Bürgerinnen zweiter Klasse behandelt werden. Die EU muss mehr Druck ausüben, damit die Mitgliedstaaten endlich die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen. Vieles konnten wir schon anstoßen. Wir haben eine EU-Behindertenrechtsstrategie und arbeiten jetzt an einem europaweiten Behindertenausweis. Hier müssen wir jetzt weitermachen. We need the EU Anti-Discrimination Directive to ensure legal protection for the rights of all persons with disabilities. We need real participation and empowerment, particularly for women. The Future is Accessible bedeutet auch, dass ärmere Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Zum ersten Mal in der Geschichte haben wir einen europäischen Klimasozialfonds. Wir haben einen Beschluss zum europäischen Mindestlohn und zur EU-Kindergrundsicherung. Und wir haben uns vorgenommen, Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden. Doch das reicht nicht. Neben einer Wirtschaftsunion muss die EU zu einer echten Sozialunion werden. To make sure that the future is accessible.